Gut. Ja, ich finde das ganz wunderbar, dass dass wir uns daran gewöhnt haben. Das sind ja jetzt schon viele Jahre, die wir das machen, dass wir so einen sanften Ausklang haben von unserem Kurs, die es denen ermöglicht, die weite Reisen haben, schon die Reise anzutreten, rechtzeitig zu Hause zu sein und sich trotzdem noch zu verbinden und das nachzuhören, falls dann doch noch was Wichtiges passiert sein sollte. Also, versprochen ist versprochen, wir beginnen mit Meditation, weil weiß nicht, wie es euch geht, natürlich habt ihr schon meditiert heute, aber wir können ja doch nochmal meditieren. Und ich möchte zur Einstimmung wieder das Tara-Mantra singen. Das wäre natürlich viel schöner, wenn wir alle Stimmen gleichzeitig hören könnten. Om Taden Tun Taden Tude Swaha 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 Om Taden Tun Taden Tude Swaha. Und schon ist wieder der Einatmen da, voller Bewusstheit. Der Ausatmen. Spüren, hören, sehen, riechen und schmecken. Und die geistige Befindlichkeit bemerken. Also entweder das, was vorgeht, was an Denken da ist, aber auch die Denkpausen bemerken. Die meisten Denkpausen sind einfach so, dass das Wahrnehmen weitergeht, das Sehen geht weiter zum Beispiel, das Körperspüren geht weiter. Ist gerade kein Kommentar.
die Stimmung spüren, fein hinfühlen, was sich hinter der ganz offenkundigen Stimmung, was sich noch feinere Strömungen des Befindens entdecken lassen. Das ist so in unserem Erleben, wie wenn wir in einem See die oberflächlichen Wellen unterscheiden lernen von den tieferen Strömungen in einem See oder in einem Meer. Strömungen mehr an der Oberfläche und Strömungen ganz in der Tiefe. Und voller Interesse fühlen wir hin. All das darf sein. All das bewegt sich, bewegt uns. Wenn wir genauer hinspüren noch, dann merken wir, dass wir ja diese Bewegung sind, dass es ja gar nichts neben diesen vielen bewegten Aspekten unseres Seins zu entdecken gibt. Beobachten ist Bewegung, fühlen ist Bewegung, hören, denken. All dieses Vibrieren und Pulsieren und all die anderen Körperempfindungen sind Bewegung. Und vielleicht ist es ganz gut, einen Moment mal dran zu denken, dass ja gar nichts diese Bewegung stoppen kann. Selbst wenn wir äußerlich innehalten würden und diesen Platz nicht verlassen würden, die innere Bewegung geht weiter, der Körper verändert sich weiter, um uns herum verändert es sich weiter. Das Erleben wird sich weiter und weiter und weiter entfalten.
Wir könnten sagen, das ist so der eher passive Teil des Meditierens, wo wir nicht bewusst sind, wie sehr wir schon am Gestalten sind. Wir haben das Gefühl, das Leben lebt und wir erleben und merken gar nicht, dass wir schon dabei sind, mitzugestalten, indem wir unsere Aufmerksamkeit mal da, mal dorthin richten. Indem wir jetzt gerade mal nichts anderes tun. Eine ganze Serie von Entscheidungen hat dazu beigetragen, dass wir jetzt hier miteinander meditieren. Dass wir diese Zeit uns genommen haben. Das ist mehr die aktive Seite. Und es ist diese aktive Seite, die ich euch jetzt noch einmal in Erinnerung rufen möchte. Du kannst jetzt dieses Erleben mitgestalten. Du kannst die Aufmerksamkeit zum Beispiel irgendwo in den Körper richten. Sagen wir mal, ich nehme jetzt mal bei mir mal den Bauchraum. Das Richten dieser Aufmerksamkeit, vielleicht weil ich denke, dass mir das gut tut, das ist, wo ich aktiv gestalte. Und dann, was ich da entdecke im Bauchraum, das kann ich nicht einfach so alles beeinflussen. Da ist einfach ein Erleben, das sich vollzieht, das sich aber jetzt unter dem Einfluss der Aufmerksamkeit schon wieder verändert. Wenn Bewusstheit in einen Bereich hineinkommt, verändert sich dieser Bereich des Erlebens. Natürlich wird er erstmal deutlicher. Und wenn es um unseren Körper geht, scheint es etwas damit zu machen, welche Empfindungen dann stärker werden. Wenn ich länger da im Bauchraum verweile, dann wird er warm. Wird das Kribbeln stärker. Und. Das ist dieses Wechselspiel zwischen unserer Aufmerksamkeit, der Art, wie diese Aufmerksamkeit gerichtet wird. Eine liebevolle Aufmerksamkeit hat eine ganz andere Wirkung als eine ängstliche Aufmerksamkeit. Und weil wir uns mit unserer Aufmerksamkeit in diesem Bereich aufhalten, werden uns solche Zusammenhänge klar. Vielleicht bemerke ich jetzt gerade den alleruntersten Teil meines Rückens, der den Bauchraum von hinten, Bauch- und Beckenraum von hinten umgibt. Ich merke, da kann ich ja noch ein bisschen entspannen. Also ich bemerke Anspannung liebevoll und merke, gar nicht nötig und gebe etwas nach. Und schon verändert sich das Erleben wieder.
Und dieses kleine Beispiel zeigt uns, wie wir auch im Alltag unterwegs sein können. Voll und ganz hinspüren, annehmen, dort wo wir Stress erleben, Anspannung erleben, schauen, ob das wirklich notwendig ist und ob es Möglichkeiten gibt, wie so eine Botschaft in den Bereich zu senden, dass sich etwas lockern darf, dass sich das Greifen lockern darf. Eine Botschaft des Vertrauens hineinschicken in diesen Bereich des Erlebens. Also so ein vertrauensvolles Gewahrsein. Und dann gleitet die Aufmerksamkeit weiter, das Erleben gestaltet sich weiter. Und so können wir, wie man so sagt, von einer Situation zur nächsten fließen. Tatsächlich gibt es gar keine Situation, es gibt nur Übergänge, ständige Übergänge. Keine klaren Grenzen von einer Situation zur nächsten. Dieses ganze Leben ist ein einziges Hinübergehen ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste. Hinüberfließen.
setzt du mir wieder den ersten Bildschirm ein. Wisst ihr, wenn ich die Glocke, die Klangschale anschlage, normalerweise, wenn ich 3-mal schlage, das ist der Beginn von etwas. Wenn ich 2-mal schlage, ist es eine Pause, aber es geht weiter. Wenn ich 1-mal schlage, ist Schluss. Das ist so ein Code, den ich von meinem Freund Oeser gelernt habe, der früher ein Sendo in München geleitet hat, und das war so in der Zen-Tradition, wie sie das getaktet haben. Und jetzt habe ich gerade 2-mal geschlagen. Habt ihr das gemerkt? Es war ein kleiner Scherz. Die Meditation ist zu Ende, aber es geht weiter. Die Praxis geht weiter. Eigentlich bräuchte man immer nur 2-mal zu schlagen. Es gibt nie einen Anfang, es gibt nie ein Ende. Es geht einfach immer weiter. Ja, merkt ihr? Also, ich habe in der Meditation darauf hingewiesen, und das Thema, was ich angesprochen habe, das ist das Thema der unendlichen Bardos. Ja? Die vielen verschiedenen Bardos, diese Zwischenzustände. Bardo, Bar heißt zwischen und Do heißt einfach in dem Fall Zustand. Das, was zwischen ist. Könnte man aber auch Übergänge nennen. Ja? Das, was wir eben praktiziert haben. Wir sind natürlich wieder in einem etwas offenkundigeren Übergang. Also eben, es scheint etwas aufzuhören, es scheint etwas anzufangen, und das ist schon auch so. Wir können zuschauen, wie einige von uns hier im Auto gerade den Übergang vollziehen. Ja, also ich kann auf dem Bildschirm sehen, wie die Sonnenflecken an ihnen vorbeisausen und es immer wieder hell und dunkel wird, weil sie am Fahren sind. Und ja, Übergänge. Und es gibt eigentlich nur diese Kontinuität des Erlebens. Ja? Und diese Kontinuität des Erlebens, geprägt durch unsere persönlichen Kräfte, durch unsere individuellen Kräfte dessen, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken, welche Entscheidungen wir treffen. Und so diese lenkenden Kräfte, die bewirken, dass wir durchaus unterschiedlich sind, dass wir verschieden voneinander sind. Aber alle sind wir uns gleich darin, dass niemand von uns diesen Prozess anhalten kann. Ja, alle sind wir in dieser ständigen, man könnte es ja eine Vorwärtsbewegung nennen, aber das ist sehr linear gedacht. Schaut mal vorwärts, das ist so das Gefühl, als würde ich jetzt von hier nach dort, als würde etwas vorwärts gehen. Jetzt ist aber diese Bewegung, in der wir unterwegs sind, die findet ja auch hinten statt. Ja, also mein Rücken verändert sich genauso wie meine Vorderfläche. Die Situationen hinter mir sozusagen, die gerade nicht meine Aufmerksamkeit bekommen, die verändern sich genauso wie die Situationen vor mir, die gerade meine Aufmerksamkeit bekommen. Ja? Auch das, was ich vermeintlich zurücklasse, verändert sich weiter. Ich gehe aus einer Situation in die nächste. Das, was wir zurücklassen, verändert sich weiter. All die Menschen, denen wir begegnet sind, die liegen von uns aus linear gedacht in der Vergangenheit, aber für sie selbst liegen sie immer noch in der sich weiterentwickelnden Gegenwart. Ja? Und wenn wir uns das so klar machen, dass in alle Richtungen, nach unten, nach oben, in alle Richtungen, alles in dieser Dynamik ist, dann beginnt dieses lineare Gefühl zu bröckeln, weil es gibt als Erfahrung sowieso nur das Jetzt. Es gibt nur diese jetzige Erfahrung. Ja, immer. Die Zukunft ist nur was Gedachtes, die Vergangenheit ist was Gedachtes, und manchmal vertauschen wir sogar Vergangenheit und Zukunft und wissen, es sind einfach innere Bilder, ja, die in der Gegenwart auftauchen. Erinnerung ist gelebte Gegenwart,
mit Kräften aus der Vergangenheit, ja, aus etwas schon Erlebten, die jetzt auftauchen und jetzt ein Erleben ausmachen. Und dieses jetzige Erleben ist in alle Richtungen dynamisch. Ja, also, und deswegen würde ich sagen, wir sind ein multidimensionales Feld, was sich gar nicht irgendwo hin bewegt, sondern da ist sowieso nur Bewegung und in lauter anderen bewegten Feldern sind wir unterwegs und diese Praxis nennt man die Praxis des Mahamudra in allen Übergängen. Ja, das ist die Lehre von den Bardos. Da gibt es erstmal den Bardo dieses Lebens und den Bardo des Sterbens und den Bardo des Zwischenzustands nach dem Tod und des Übergangs und dann den Bardo des nächsten Lebens. Und dann gibt es den Bardo des Schlafs und dann gibt es den Bardo des Träumens und dann gibt es den Bardo des Meditierens und den Bardo der Aktivität. Versteht ihr, das sind einfach nur, man kann alles Bardo nennen. Ja? Ihr braucht euch das gar nicht auswendig zu lernen. Man kann alles Bardo nennen. Immer jetzt gerade ist wieder mal Bardo. Immer. Wir sind alles Bardo-Wesen. Das ist eine Bezeichnung eigentlich für die Verstorbenen. Ja, aus der Sichtweise der sogenannten Verstorbenen sind wir die Zurückgelassenen. Wir sind auch Verstorbene. Versteht ihr? Es ist nur Blickwinkel. Und weil wir denken, ich gehe da lang, da ist für uns immer vorne und die Zukunft scheint vor uns zu liegen, tatsächlich sind es sich durchwirkende, dynamische Felder, in denen wir unterwegs sind. Und dieses Leben ist so ein kleiner Furz im Universum. Ja, so eine kleine Show, ein kleiner Tanz im Universum. Und wir nehmen uns wahnsinnig wichtig da drin. Wahnsinnig wichtig. Wow. Und was haben wir in diesem Tanz dieses Lebens, was haben wir schon gelitten? Und wollen wir so weiterleiden? Was werden wir noch leiden? Ich lasse mal die Luft ab. Es ist mir nämlich zu anstrengend, überhaupt nur daran zu denken. Wir brauchen nicht so zu leiden. Ist nicht nötig. Es geht auch ohne. Das ist die Botschaft des Buddhas. Es geht auch ohne. Ja? Und das können wir lernen. Wir können geschickter in diesen dynamischen Feldern als selber dynamische Kräfte, nicht nur, wir sind nicht eine Kraft, wir sind auch viele Kräfte, die durch uns wirken. Wir sind die Kräfte unserer Vorfahren, die in uns weiterwirken. Ich mag es mir ja selbst nicht eingestehen, aber tatsächlich, meine Eltern wirken durch mich durch. Die haben das hat solch eine Prägung stattgefunden, das geht einfach weiter. Und all die Menschen, die ich getroffen habe, besonders die, mit denen ich enger verbunden war, die wirken weiter. Die Lehrer, die Mitschüler, die Weggefährten und Gefährtinnen, das sind alles, wir haben von allem etwas gelernt, etwas übernommen, wir sind geprägt worden und haben uns angepasst und es wirkt und es wirkt und es wirkt und wir denken, das alles wäre ich. Ein sehr dynamisches Ich. Und das ist in Ordnung. Ich bin ich. Ihr seid nicht ich, ihr seid ihr. Ja, also, das ist okay. Wir sind tatsächlich so in einem wunderbaren Austausch. Und dann tut mir gut, dass du gerade nickst, weißt du? Der Austausch funktioniert, das ermutigt mich. Ja? Und schon ist die Wechselwirkung ganz offenkundig. Wir schauen ins Gesicht, wir sehen Schmunzeln, wir sehen Skepsis und schon verändert sich in unserem Feld etwas. Ja, da bin ich einverstanden.
Wir sind so Felder. Heute Morgen saß ich draußen auf dem Balkon beim Meditieren und etwas datscht hinter mir gegen die Scheibe und ich gucke um und ich suche, war das nicht ein Vogel, war da nicht was? Ich finde den nicht. Meditiere weiter, meditiere weiter, meditiere weiter. Irgendwann ist Schluss, es wird Zeit aufzustehen, weil der Bauleiter kommt gleich und ich wollte mit ihm nochmal treffen. Und gehe rein und meine Umhangdecke, die ich zum Meditieren brauche, ist auch dieselbe Decke, die ich fürs Bett benutze und Bettspreiz. Und da ist ein Vögelchen drin. Ein kleines Vögelchen. Und war mit mir irgendwie schon eine halbe Stunde unterwegs. Und dieses Vögelchen flatterte dann so rum, flatterte oben auf meinem Meditationskissen, was ich auf dem Schrank habe, und saß da so, guckte sich so um. So. Und war ganz vertrauensvoll. Und dann nahm ich das Kissen und es flog nicht weg. Ich guckte, das Vögelchen guckte und trug es auf den Balkon, ans Balkongeländer und dann hüpfte es und dann flog es. Irgendwie, warum erzähle ich das? Einfach verbunden sein, Felder, Dynamik, ja, ganz klein. Hatte noch, glaube ich, gar keine Menschen gesehen. Okay. Ja, ganz klein und ganz vertrauensvoll und verbunden sein, Felder, oder? Und vielleicht ist es die wichtigste Erfahrung meines ganzen Tages, versteht ihr? Wir wissen gar nicht, was eigentlich so das Wichtige ist und was wirklich dann prägt. Aber in diesem großen Tanz und Schauspiel ist das eine von diesen Erfahrungen, die einfach so passiert. So. Und dazu möchte ich euch ermutigen, weil am Ende von solchen Kursen werden ja gerne so Unterweisungen gegeben für den großen Übergang vom Retreat zum Alltag und so. Findet ja gar nicht statt. Also sowieso Übergang, aber der ganze Kurs war Alltag. Das war nur, dass unsere Aufmerksamkeit ein wenig woanders war. Die war mehr jetzt mit diesen Themen beschäftigt und in den Begegnungen der Menschen untereinander. Diejenigen, die nur auf Zoom dabei waren, hatten ihr Leben, was weiterlief und waren zum Teil dabei, so viel wie sie konnten. Übergänge, Übergänge, Übergänge. Und es geht einfach nur weiter. Ja? Und die Herausforderungen werden andere sein. Aber eigentlich ist es einfach der Tanz des Lebens, der weitergeht. Und wenn wir ins Retreat gehen, dann ist das ein Slow-Motion-Tanz. Okay? Ist ein bisschen so wie ein Blues mit dem Leben. Ja? Wir sind in einem ganz langsam innigen Tanz, wo die Aufmerksamkeit sich so allmählich, richtig so hat Zeit, sich einzutunen und zu fühlen, und deswegen erleben wir auch mehr, wir kriegen mehr mit von all dem. Ja, und dann wechselt die Musik. Und das passiert am Ende so eines Kurses. Im Grunde genommen ist es einfach die Musik, die wechselt. Ja? Die Taktung wird etwas anders, der Rhythmus vielleicht etwas intensiver, aber für einige kann es auch sein, dass jetzt das war anstrengend. Und jetzt kommt endlich die Entspannung. Ja? So wie für mich zum Beispiel. Jetzt kommt endlich die Entspannung. Also gerade für die Dauer eines Ausatems und Einatems wieder. Ja, so. Und dann und immer wieder wechselt die Musik und der Tanz passt sich an. Ne? Wir werden unseren Tanz nicht gegen die Musik weiterführen. Okay? Das ist diese Anpassungsleistung, das ist Geschmeidigkeit. Das heißt, wir werden durch die Dharma-Praxis, wir werden geschmeidigere Tänzer. Wir sind leichter mal so, ja, wir sind einfacher unterwegs, wenn die Rhythmen sich ändern, wenn andere Herausforderungen sind, wenn um uns herum ein Stocken entsteht und wir drumherum tanzen, drumherum fließen, wie man ja oft sagt. Und das ist die Herausforderung, im Grunde genommen am Ende eines jeden Retreats,
egal was es für eins war, es kann ja ein total herausforderndes gewesen sein. Kann ja sein, dass der Rock'n'Roll gespielt hat in unserem Retreat. Ja? Und endlich darf ich wieder was tun. Ja? Dann komme ich nach Hause und darf endlich wieder was tun und das Ganze beruhigt sich. Ja, ist ja nur so eine Retreat, dass das irgendwie ruhig wäre, ist ja nur eine Vorstellung. Ne? Weil hier innen drin kann der Wirbelsturm los sein. Und deswegen, so mein Rat an uns alle ist, tanzt mit. Ja? Weniger Widerstand gegen die wechselnden Rhythmen, die wechselnden Typen der Musik. Manchmal ist es heftiger, manchmal haben wir das Gefühl, wir sind in einer verrauchten Disco gelandet, wo wir gern wieder raus würden. Geht gerade nicht, ne? Müssen wir uns darauf einlassen. Machen wir so gut wir können. Schauen aber schon mal, wo der Notausgang ist. Ja? Ja, gehört alles mit zum Tanz dazu. Okay? Und das würde ich euch gerne so mitgeben, dass wir alle verstehen, Dharma dient nur dazu, Dukkha zu reduzieren. Okay? Und Dukkha dann ganz aufzulösen. Ihr wisst, dieses Wort, das übersetzen wir jetzt meistens mit Stress, weil Leid ist zu stark als Übersetzung. Es bildet nicht gut genug ab, dass es ja so ganz subtile Formen von Dukkha gibt, die gar nicht subjektiv als Leid empfunden werden, sondern kann man maximal sagen, da ist eine Anspannung, da ist Stress. Und der Weg des Erwachens ist, aus allem unnötigen Stress auszusteigen, um keinen Stress mehr zu erzeugen, all diese unnötigen Anspannungen zu lassen und dadurch so geschmeidig zu werden, dass wir mit allen Situationen tanzen können. Ob wir nun sterben, also diesen Körper verlassen oder noch eine Weile drin sind, ob wir alt werden müssen oder jung gehen dürfen, es spielt keine Das spielt keine Rolle. Es ist schön, das mal umgekehrt auszudrücken, oder? Ja, ich habe auch schon alte Menschen erlebt, die nicht sterben konnten und sich danach gesehnt haben. Und ja, so. Also, und das ist für mich Mahamudra, das, was ich euch erkläre. Das ist gar nichts anderes als Vipassana oder Zen oder ja, das sind verschiedene Ausdrücke für dasselbe. Es geht um diesen nicht greifenden, nicht festhaltenden Umgang oder dieses Sein im Fluss, dieses fließende Sein, wo wir möglichst wenig Widerstände so erzeugen. Widerstände sind ja immer Reibungsverluste, ja? Da geht unheimlich viel Energie ran. Und eigentlich sind so das, was wir die Kleshas nennen, die beeinträchtigenden Geisteszustände, das ist eigentlich unglaublicher Energieverlust in unserem Tanz. Ja, das sind so, ja, findet halt gerade wieder mal Greifen statt, entweder nach etwas, was wir behalten wollen, weil es so angenehm ist, oder nach etwas, was wir nicht haben wollen, weil es unangenehm erscheint. Oder wir langweilen uns mit neutralen Situationen oder fühlen uns einsam, weil uns gerade niemand belästigt. Ja, also da können wir überall den Stress rausnehmen. Überall. Und das ist, was wir beim Meditieren lernen. Meditieren ist Übung im stressfreien Sein. Ja. So. Und jetzt mache ich einen kleinen Übergang jetzt auch in ein zweites Thema, was ich mit euch teilen wollte. Das ist eigentlich, wie wir jetzt in diesen ganzen Übergängen in unserem Tanz, wie wir diese Grundkursinhalte, wie wir die weiter nutzen können. Und wisst ihr, diese
diese Instruktionen in den Mahamudra, in dem Mahamudra-Zyklus, Mondstrahlen, ne, diese eine, das ist so die Essenz, da geht es um die direkte Arbeit mit dem Geist, Natur des Geistes und so. Dann gibt es diesen Dharma-Grundkurs mit 2-mal pro Jahr. Das ist die ganze Einbettung, ja? Die Einbettung, das Drumherum, ohne dass es nicht geht. Sonst ist Mahamudra völlig wackelig, weil es keine Basis in unserem Leben hat, keine innere Ausrichtung durch Zuflucht, das heilsame Verhalten fehlt und immer wieder, ja, zerbröckelt uns die mühsam aufgebaute Praxis. Und wenn wir diese Grundlagen zu Herz nehmen und so, dann stabilisiert sich Mahamudra ganz von selbst. Und dann gibt es noch den Vajrayana-Kurs. Ne? Das ist das 4., also von Anzahl Kurse ist das 3. Curriculum, was euch zur Verfügung steht. Und das sind die ganzen zusätzlichen Methoden und die spezielle Sichtweise des Vajrayana, also des tantrischen Buddhismus, die dazukommen und die Themen des Grundkurses und des Mahamudra-Übertragung komplettieren. Ja, weil zum Beispiel, dass ich jetzt mit euch so über den Tanz mit den Erscheinungen und, ja, spreche, das ist typisch tantrischer Buddhismus. Ja? Das kommt aus dieser Sicht und der Rest ließe sich gar nicht so gut verstehen, wenn das dort nicht so auf den Punkt gebracht würde. Dass alles genutzt werden kann. Dass keine Hemmungen bestehen, sich auf Sexualität einzulassen, keine Hemmungen bestehen, sich auf irgendeine Form von Aktivität einzulassen, keine Hemmungen, sich, was weiß ich, auch auf Substanz und Alkohol einzulassen und wenn wir es dann als diesen Tanz weiter fortsetzen können. Alles wird relativiert. Tantra stellt die Normen des normalen Lebens in Frage und zeigt auf, eigentlich könnten wir sogar das nutzen. Ja, eigentlich könnten wir sogar diese Situation nutzen, um zu erwachen. Auch wenn es schwierig ist. Es ist nicht gesagt, dass Sexualität leicht zu nutzen ist, aber es gibt Möglichkeiten. Es ist nicht gesagt, dass jeder von uns gleich einen vollen Alltag zum Erwachen nutzen kann. Ne? So wie die großen Mahasiddhas, die zum Teil wie Indra Bodhi als Maharajas regiert haben und ständig ihre Regierungsgeschäfte noch weitergeführt haben, während sie Mahamudra-Praktizierende waren. Das ist nicht gesagt, dass uns das gegeben ist, aber Tantra bedeutet Kontinuität. Okay? Das ist die wirklich etymologische Grundbedeutung von dem Wort Tantra. Es bedeutet Kontinuität. Das, was verbindet. Und das ist die Kontinuität des Gewahrseins in allen Lebenssituationen. Das ist, was durch die Bardos durchgeht. Und deswegen ist mir das so wichtig, für die Lust haben darauf, dass ich auf jeden Fall auch wieder die tantrische Seite des Buddhismus stärker ins Blickfeld rücke. Das habe ich die letzten Jahre weniger getan. Wir waren in so einer Übergangsphase, wo fast nur Mahamudra unterrichtet wurde. Jetzt kann ich die Einbettung wieder stärker dazu nehmen, deswegen der Dharma-Grundkurs und dann auch noch die tantrische Sicht und Methodik. Und das Ganze, das ist eine Einheit. Für mich ist das im Grunde genommen das, was das ganze Spektrum dann abdeckt. Und dann habe ich zusätzlich noch den französischsprachigen und den englischsprachigen Sektor, wo ich das ja jeweils auf die mir mögliche Art dann auch so anbiete. Aber jetzt im deutschsprachigen Raum, ja, also wir sind da besonders begünstigt, weil wir tatsächlich diese Angebote haben. Und jetzt seid ihr natürlich völlig überfordert. Ja? 4 Kurse pro Jahr, also 3 Stränge, 3 Curricula mit Dharma-Grundkurs 2 und die anderen jeweils ein einwöchiger Kurs, sind schon 4 Wochen pro Jahr. Kriegt ja keiner hin. Dann werden die auch noch aufgenommen auf Video und Audio und die KI tippt die dann auch erstmal aus und dann korrigieren wir das noch und es entstehen Skripte. Aber es schafft ja keiner, das zu lesen. Wie soll denn das gehen? Ihr müsst euch also auf das konzentrieren, was euch am meisten anspricht. Da, wo ihr das Gefühl habt,
das könnte mir gut tun. Ja, und ihr achtet selbst darauf, dass eure, wie soll man sagen, dass eure, sagen wir mal, Entwicklung, dass die möglichst rund wird. Ja? Also dass eine Abrundung stattfindet. Ihr merkt vielleicht, dass irgendwo Lücken sind, Lakunen oder dass es irgendwo blockiert und andere Bereiche sind schon sowas von klar und so. Ja? Und ihr guckt ein bisschen, wo die Freude ist, also was euch wirklich Freude macht zu studieren und nachzuhören. Und ihr seid selber die Bosse in eurer eigenen Entwicklung. Also ihr könnt ja mit euren Freunden drüber sprechen, ob es da irgendeinen Tipp gibt. Manchmal gebe ich euch ja auch Tipps in diesen Gesprächen, die wir jetzt hatten. Aber eigentlich geht es immer um das Entwickeln der Fähigkeit, in noch mehr Situationen sehr entspannt tanzen zu können. Eigentlich geht es immer darum, also mit möglichst wenig Anspannung in den Situationen unterwegs zu sein, wo ich bisher noch angespannt bin. Ja, so. Und das zu stabilisieren, also wo ich merke, das fällt mir jetzt schon leicht, dass ich da weiterhin schön achtsam, also gewahr bleibe und diese Fähigkeit vertiefe. Und welche Unterweisungen euch genau hilfreich sind, das kann ich ja nicht wissen. Wir sind so viele Menschen und da ist jeder ein bisschen anders unterwegs. Jetzt könnt ihr euch sagen, zum Beispiel, ich habe jetzt schon so viele Jahre Mahamudra mitgemacht. Dann könnt ihr euch sagen, okay, jetzt gebe ich mal die Aufmerksamkeit in den Dharma-Grundkurs und sage, okay, jetzt geht es mir mal um die Einbettung. Aber wenn ich zum Beispiel ins Retreat gehe oder wenn ich merke in meiner Praxis, Meditationspraxis meine ich jetzt, also in der stillen Praxis, da fehlt es mir an Tonus, da weiß ich nicht mehr so recht, worum es geht. Das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann zwischendurch mal wieder in die Mahamudra-Unterweisung hineinschauen sollte, die Nase wieder da reinstecken, weil mir meine eigene Praxis spiegelt, dass ich so ein bisschen den Faden verloren habe. Ich brauche frische Inspiration. Und andere von euch zum Beispiel, ihr kommt ja aus verschiedenen Hintergründen, ihr habt so viel allgemeinen Dharma gehört, ja, so, und habt gedacht, okay, schön, haben wir jetzt wieder wiederholt, aber eigentlich, ich möchte in die Tiefen der Mahamudra-Instruktion über den Geist und wie man mit dem Geist umgeht, das ist für mich die Hauptsache. Dann macht ihr halt das. Und andere sagen sich, endlich unterrichtet er mal wieder Vajrayana. Endlich kommt er zum Eigentlichen. Das ist, wo mein Herz aufgeht. Da gibt es nämlich auch einige von euch. Ja? Da muss man aber jetzt wieder lange warten. Ne? Und jetzt, ich möchte Tara, ich möchte Chenrezig, ich möchte Vajrasattva, ich möchte verstehen, was mit diesem tantrischen Buddhismus eigentlich los ist und wie ich das entdecke. Und dann gebt ihr mehr Energie da rein. Das Angebot ist da, es ist möglichst umfassend. Ihr habt immer noch die Angebote des ganzen Restes der Dharma-Welt, die stehen euch auch noch offen. Also ja, das ist viel, klar. Ich versuche immer das Wesentliche euch zu zeigen, aber es sind wirklich 3 verschiedene Stränge an Unterweisungen. Und ihr müsstet schon sehr viel Zeit in eurem Leben haben, wenn ihr das alles vollständig mitmachen und integrieren wolltet. Also dann müsstet ihr sehr viel Zeit haben. Und soweit ich eure Leben kenne, ist das normalerweise nicht der Fall. Deswegen braucht es eine Wahl. Und diese Wahl trefft ihr. Ja, ihr wählt aus, welche Ausschnitte aus den Unterweisungen ihr nachhört oder was ihr doppelt und dreifach bearbeitet, euch Notizen macht, weil da scheint richtig was Wesentliches drin zu sein, eine wesentliche Botschaft für mich. Also habt den Mut zu wählen und zur Wahl gehört auch immer, etwas nicht tun zu können. Das gäbe es keine Wahl. Ne? Wir wählen, weil wir nur beschränkte Zeit haben.
Und warum ich darüber spreche, ist, euch zu dieser Wahl zu ermutigen und euch alle Gewissensbisse zu nehmen, wenn irgendwie das Gefühl auftauchen sollte, ich schaffe das ja nicht, ich kann das ja gar nicht alles, ich bin doch irgendwie verpflichtet, jetzt das alles nachzuarbeiten. Und verflixt nochmal, wenn der mich nächstes Mal wieder fragt, was der 8-fache edle Pfad ist und ich weiß es immer noch nicht, ja, dann braucht ihr keine Schuldgefühle zu haben. Ja, das wollte ich euch abnehmen. Ich frage euch das nächste Mal was anderes. Ja, und es ist gut, wenn ihr euch helft zu studieren. Es ist gut, es ist wunderbar, aber ihr studiert genau in dem Bereich, der euch interessiert, inspiriert. Ja, nicht um ein guter Buddhist zu werden. Das interessiert uns nicht. Wir sind mehr in der Tanzschule und ich bin auch kein so guter Tänzer. Also ich gebe euch einfach dieses Wissen von diesem Tanz mit den Erscheinungen weiter und übe mich selber weiter daran. So, ne? So. Damals, als ich in der Tanzschule war, das war ja da so, in meiner Zeit war das ja Sitte so, ne? Ich glaube, ich mit 14 Jahren in die Tanzschule gegangen, naja, und da war natürlich immer Jungsmangel, ne? Dann habe ich nochmal eine Ehrenrunde gedreht, das ging dann schon leichter. Ne? Da traute ich mich auch schon mal ein Mädchen anzusprechen, das ging dann auch schon. Ja. Und so tanzen wir halt, wir tanzen uns durch und hoffentlich haben wir einfach Spaß dran. Wir brauchen nicht gut zu tun, einfach nur Spaß haben dran. Spaß haben, und das ist diese Offenheit den Erscheinungen gegenüber. Merkt ihr, ich spreche eigentlich über die Einheit von Samsara und Nirvana, weil das, was wir die Situation nennen, diese ganzen Übergänge, das könnte man ja für die Welt des Leidens so halten. Aber es könnte auch einfach unsere Tanzfläche sein. Okay? Es braucht nicht eine Welt des Leidens zu sein. Wir können traurig sein und lachen und wir können, manchmal geht der Geist mehr in Richtung Dankbarkeit und dann haben wir wieder Selbstzweifel und dann nehmen wir die Selbstzweifel nur als Hinweis darauf, okay, und spüren mehr hin, wo kommen sie her und wo ist der Stress eigentlich und wie kann da eine hilfreiche Energie in ein unterstützendes Gewahrsein hineinfließen. Und schon haben wir die Zweifel, die ja der unangenehmere Teil waren, alles andere war ja easy. Der unangenehmere Teil, den haben wir in den Vordergrund genommen und der ist dann das Eintrittstor in ein noch schöneres Tanzen. Ja, weil wir zum Beispiel unser inneres Kind mit auf die Tanzfläche genommen haben. Ja, weil wir die Enttäuschung von früher mitnehmen und sie nicht mehr verdrängen müssen. Die Verletzungen und so. Ja, also alles wird integriert in diese Bewegung. Und dazu möchte ich euch ermutigen. Okay, das wäre es für heute von meiner Seite. Heute ohne Rückfragen. Heute tanzen wir ohne Fragen weiter. Aus Zeitgründen. Wir machen die... ich wollte noch was. Da gibt es noch 2 Sachen, die ich sagen wollte. Jetzt bleibt noch dabei. Jigme Rinpoche gibt in Graz die Vajrasattva-Ermächtigung. Und zwar Marianne hat es hinten angeschrieben. Marianne, was sind die Daten? Jetzt bald. 17. und 18. Mai in Graz gibt er die Vajrasattva-Ermächtigung und die Ermächtigung ist am 18. Am Sonntag, dem 18. Und man muss sich anmelden und hast du einen Tobias informiert, dass er den Link kopieren kann oder so? www.jigmerimpoche.at. Und das empfehle ich euch natürlich sehr. Ist es ein Zufall? Auf jeden Fall ein wunderbares Zusammentreffen, dass er ausreichend an dem Ort, wo ich jetzt im Januar empfahl, guckt euch doch mal nach einer Vajrasattva-Ermächtigung um.
dass er genau an dem Ort die Vajrasattva-Ermächtigung gibt. Und es hat keine geheime Kommunikation stattgefunden. Ja, also wir hatten ausgemacht, dass er mich auch manchmal fragen würde, was gebraucht ist, aber das bezieht sich mehr auf Männedorf. Ja, da gebe ich manchmal so einen kleinen Impuls, was wir brauchen könnten. Und dann wollte ich noch was zu den Abschriften sagen. Das ist der zweite Punkt. Wir werden bei den Abschriften Whisper einsetzen, um aus der Audiodatei eine geschriebene Datei zu machen. Das ist wunderbar. Whisper ist ganz gut und hat auch die Zeitangaben dabei im Audio, wo das ist. Und dann müssen aber diese Abschrift, ja, also diese Umsetzung aus Klang in Schrift, die muss mit den Audios verglichen werden. Da gibt es keinen Weg drumherum. Ja, ihr dürft nicht einfach, also ich sage das jetzt für alle Abschriften, die dürfen nicht einfach hingenommen werden als das, was wirklich gesagt wurde. Da sind nämlich Missverständnisse. Und wir selbst sind Beispiel dafür, wie leicht solche Missverständnisse entstehen. Die KI hört nicht besser zu als wir, okay? Es braucht bloß mal eine Silbe von mir verschluckt zu sein am Ende oder am Anfang eines Wortes und schon steht da was anderes. Ganz zu schweigen von den Dharma-Ausdrücken. Also deswegen sollten die Abschriften durchgehört werden von jemandem, der dabei war, eine Person, die dabei war. Und wenn die nicht zu finden ist, dann jemand, die meine Unterweisung und überhaupt den Dharma sehr gut kennt und ganz hellhörig ist. Das kann doch eigentlich nicht stimmen. Ich habe in diesen, meistens ist es richtig, das ist ganz, ganz vieles super gut transkribiert. Und manchmal steht das Gegenteil drin von dem, was ich gesagt habe. Und die Stellen müsst ihr finden. Ja? Deswegen, also da wollte ich nochmal zu sagen, Marianne, war es das, was wir ansprechen wollten? Naja, ohne ChatGPT. Also ChatGPT kann für euch nicht nochmal das Audio hören und es dann besser machen. Das ist keine Funktion, die man in dem Moment da einsetzen kann. Also vergesst es. Ne? Einen KI-Durchgang und der Rest ist wieder Menschen. Menschen, die Dharma praktizieren und dann wirklich eine tolle Abschrift erstellen. Das heißt, wir ersparen uns zu dem früheren Vorgang einen Hörvorgang. Früher war es so, die erste Person tippt ab, was sie hört, ja, mal mit der Pausentaste und tippt weiter und die nächste Person hat nochmal abgehört. Und da waren immer Sachen, die aufgefallen sind. Es war nicht möglich, eine fehlerfreie Transkription herzustellen. Deswegen hatten wir früher 2 Hördurchgänge. Jetzt haben wir nur noch einen. Mehr geht im Moment nicht einzusparen. Okay? Wollte ich nur noch mal allen sagen, damit ihr auch wisst, wie wir vorgehen, wie die Transkripte hergestellt werden. Ne? Deswegen wollte ich diese Dinge auch öffentlich sagen. Okay, also da machen wir weiter. Kann ich jetzt hier sozusagen die Pause einläuten oder gibt es noch was? Tobias? In Freiburg findet auch eine Einweihung statt. Möchtest du das Mikro kurz in die Hand nehmen, Tobias? In Freiburg findet auch noch eine Chenrezig-Einweihung statt im Mai, am 20. Am Dienstag ist es, vom Shabdrung Rinpoche. Shabdrung? Ja. Aus der Sakya-Linie? Ja. Shabdrung kenne ich auch ein sehr zu empfehlender Lehrer. Wir hatten das Glück, damals gemeinsam die Übertragung für den jungen Karmapa zu bekommen in Le Bost. Das ist ein wunderbarer junger Lehrer. Also jung sind wir alle nicht mehr, aber er ist deutlich jünger als ich. Okay, also Chenrezig und Vajrasattva. Super. Lasst uns gemeinsam widmen, danach machen wir dann eine Pause und gehen in den Gruppenaustausch.
Sunam diye tamche zikpani tapne nepedanam pamjena kenga nachi balam jompaye simpen solen jova javasho champem pavun jita kempadang kando zampo de yande shinde Denda kunji jesu da lom jing gewan denda tam jedam tumo Sangye kusum ne pejin lam dang chuni minju dem pejin lam dang Gendu mi jedum pejin lam jin jin dang o waman lam jum pa shu Wir haben es so gehalten, dass wir das Zoom weiterlaufen lassen, aber keine Aufzeichnung machen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, also ihr dürft dabei sein, ihr seid genauso Teilnehmende also ich gucke hier unten auf dem Bildschirm, weil da meine verehrten Zoom-Freunde sitzen. Und die ja auch tatsächlich hier im Saal waren, einige von euch. Ist lustig, ne? Euch plötzlich wieder zu sehen, Carsten, Eva und so weiter, ne? Wo ihr jetzt gelandet seid. Das ist sehr schön. Ihr werdet also dabei sein, wir werden den Bildschirm umdrehen, sodass eure Gesichter auch sichtbar sind. Dieses Sharing wird nur noch von mir minimal moderiert, das heißt, es wird nicht mehr von mir gesprochen, sondern das ist eure Zeit, wo ihr sprechen könnt. Und es gibt keine Chatbotschaften, die vorgelesen werden, sondern es wird persönlich und direkt gesprochen und muss nicht jeder sprechen. Wir sitzen hier nach Möglichkeit im Kreis, im Halbkreis, also in einem Elliptoidenkreis. Und wir setzen uns so als Ziel, dass wir bis um 10:30 fertig sind. Und wir machen hier um 10:30 weiter, also in etwas mehr als 20 Minuten. Ihr seid also zugeschaltet, es wird nicht aufgezeichnet, ihr dürft frei sprechen und das ist die Möglichkeit, ein Feedback zu geben, von euren Erfahrungen zu sprechen, Perlen der Erkenntnis zu teilen, einfach so kleine Geschenke zu machen. Okay? Bis gleich.